Mit dem Klimawandel werden Hitzeperioden häufiger, länger und heißer. In Städten ist die Hitzebelastung besonders groß, wegen der vielen versiegelten Flächen, die die Sonnenstrahlung absorbieren und damit die Umgebung aufheizen. Deshalb sind die bebauten Gebiete in der Stadt oft um einige Grad heißer als im begrünten Umland. Gerade für ältere Menschen, Menschen mit einer Herz-Kreislauf-Erkrankung oder Kleinkinder sind die Hitzetage eine große gesundheitliche Belastung. Deshalb wird es immer wichtiger, dass sich städtische Quartiere an zunehmend extreme Wetterbedingungen anpassen. Das Forschungsprojekt Extras möchte die Anpassung von deutschen Groß- und Mittelstädten gegenüber Hitze und Starkregen, insbesondere in Potsdam, Remscheid und Würzburg, verbessern. Wenn man sich fragt, ob der Klimawandel hier in Remscheid angekommen ist, so kann ich das mit dem klaren Ja beantworten. Wir hatten schon mehrere Starkregenereignisse und es wurde deutlich, dass Starkregen auch zunimmt. Wir hatten die Hitzeperioden letztes und vorletztes Jahr, die ja massiv für die Stadt waren und aber auch für die Umwelt, für die Menschen gesundheitlich eine Herausforderung waren. Und in Remscheid sind wir so weit, dass wir festgestellt haben, dass das Grün einen hohen Stellenwert in der Klimaanpassung übernimmt und wir hier in Remscheid sicherlich noch viel nachsteuern müssen. Da ist einmal der Gedanke Dachbegrünung und wir wollen auch das Thema Fassadenbegrünung nach vorne bringen und unter dem Aspekt haben wir eine Fläche oder ein städtisches Gebäude gesucht, wo wir das möglicherweise umsetzen können als Pilotprojekt. Und da hat sich hier die Daniel Schürmann Grundschule angeboten. Also wir sind heute hier quasi am letzten Tag der Baumaßnahme. Wir haben das Randgerüst montiert und werden heute eben halt die Pflanzmaßnahmen durchführen. Die Schule hat eine sehr exponierte Südwand und diese Wand ist voll der Sonnenausstrahlung ausgesetzt und heizt sich dementsprechend in den Sommermonaten enorm auf. Und unser Ziel ist es, durch eine Beschattung mit Pflanzen diesen Aufheizungseffekt zu reduzieren. Ja, also eine Fassadenbegrünung hat sicherlich erstmal den Wert der Verschattung, der sicherlich hier in diesem Fall besonders besonnenen Fläche, aber gleichzeitig bietet wie eine zweite Haut des Gebäudes, bringt auch eine Wärmedämmung mit sich. Durch die Aufnahme von CO2 wird auch Sauerstoff freigesetzt, die Blätter verdunsten, sodass wir durch die Verdunstung hier auch eine Kühlung bekommen. Es werden 3 verschiedene Pflanzen verwendet. Das ist einmal die Pfeifenwinde, eine Kletterpflanze, die ein sehr großes Blatt hat, sodass hier dann schnell der Effekt der Verschattung aufkommt. Gepaart ist diese Pflanze dann mit dem sogenannten Baumwürger. Das ist im Grunde genommen so das Schmuckstück irgendwie zu dieser Grundbepflanzung mit der Pfeifenwinde. Und schließlich als dritte Pflanze haben wir noch eine Kletterrose. Die Pflege wird zunächst erstmal von der Firma übernommen, die ja auch für das Anwachsen der Pflanzen zuständig ist. Aber es gibt mit der Schule eine Kooperation, dass dann die Biologieklasse dann eben halt auch Wässerungsdurchgänge macht und hoffentlich auch ein bisschen Wildkraut und Müll wegnehmen wird. Also von daher gibt es eine Grundpflege und aber eben halt auch die Schülerpflege. Klimaanpassung geht nur gemeinschaftlich. Man sieht es hier an dem Projekt, das geht nur, wenn Schulleitung, wenn auch die Grünflächenunterhaltung und wenn alle, die hier vor Ort beteiligt sind und auch später die Kinder hier vor Ort, die Maßnahme mittragen. Wenn wir mit der Schulleitung, mit den Lehrern da einen guten Weg gehen, können wir den Kindern das nahebringen und haben dann Multiplikatoren in weitere Bereiche, die das in ihre Familie tragen, die das auch verstehen können. Ich glaube, mit dem Baumsubstrat, das funktioniert ganz gut, weil das doch mehr Wasser speichert als normaler Oberboden. Natürlich hoffe ich, dass für die Schüler der morgendliche Weg zum Schulgebäude etwas angenehmer wird, dass es nicht mehr ganz so heiß ist. Und zum Zweiten, glaube ich, wird es der hier im Stadtteil lebenden Bevölkerung ein Beispiel sein, was man mit so einem extremen Standort machen kann. Grün in der Stadt ist im Rahmen der Finanzlage der Stadt immer weiter reglementiert worden. Es musste kostengünstiger gepflegt und hergestellt werden. Und jetzt aber in den letzten Jahren kommt da wieder ein Schwung nach vorne. Wir haben im integrierten Stadtentwicklungskonzept hier in Remscheid schon festgestellt, dass wir das Thema Grün besetzen müssen. Also dass das Thema Grün in die Stadt Remscheid ein wichtiges Thema ist.
Und diese Fassadenbegrünung, die ist ein Baustein, aber ein ganz wichtiger Baustein, wo wir sagen, wir fangen hier in Remscheid an. Wir haben ein gefördertes Projekt, was erstmal der Stadt Remscheid nicht Geld kostet, weil wir dankbar sind, dass wir das über das Projekt Extras bekommen. Aber somit können wir zeigen, was wir tun können und das als Beispiel nutzen, um andere Menschen damit zu befruchten.